Kohlen rausschaufeln. Toll. Aber nimm doch da den Saugnapf. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, wir machen weiter an unserem Doppelmotor Motobecan Mobi X und wir machen daraus einen Dreifachmotor. Das ist das Ziel von heute. Der Joe macht das für uns. Nein, danke. Sehen, dass es fertig ist. Nein, natürlich nicht. Wir machen heute an dem Mobilet-Teil weiter. Das ist ein sehr spezielles Ding. Wir gehen dann mal auf den Grund. Wie sieht es da innen wirklich aus? Wir haben es beim ersten Mal beim Projektstart probiert laufen lassen. Es hat jetzt hier noch aus dem Zylinderkopf rausgepfusen, bei der Auspuff irgendwie. Stimmt noch nicht ganz alles. Wir haben aber immerhin einen Zündfunken. Das ist schon mal gut. 2 Zündfunken. 2 Zündfunken, das ist noch viel besser. Jetzt gehen wir mal Stück für Stück durch den Motor durch. Wir wollen ihn vielleicht mal schnell wegnehmen, die Zylinderköpfe mal abnehmen. Wir wollen wissen, wie viel Hubraum haben wir da eigentlich. Das heisst, was für ein Zylinder ist das? Das ist ja schon mal ein R-Saal verbauen. Wir schauen uns da genauer an, wie viel Hub, dass wir mal so ein paar Anhaltspunkte haben. Und das Ziel ist natürlich, dass das Ding laufen sollte. Weil wenn das nicht läuft, müssen wir gar nicht anfangen mit dem ganzen Zeug rundherum. Wenigstens mal ein bisschen, ja. Genau, darum habe ich das sehr gute Unterstützung. Der Joe hilft mir dabei. Wir schauen das Ding an und rupft es wahrscheinlich zuerst gerade mal ein bisschen auseinander, oder? Ja, mal Köpfe runter. Also, let's go, Köpfe runter. Ah, fast verstanden. Probieren wir mal die Motoraufhängung hier oben wegnehmen. Ja, das ist ja, vielleicht noch schnell, das ist eigentlich der gleiche Motor wie der, den wir hier beim Möwis im Mobix ja, rausgenommen haben. Ja, nicht ganz, Das aber Ansaugsystem ist anders. sehr ähnlich, genau. Ist aber auch hier aufgehängt, hat auch diese Federn. Ist auch eine Variomatik, das heisst, der ganze Motor macht auch den Weg, wenn da die Variomatik aufmacht, der Riemen rausgeht, kommt der Motor näher und geht wieder weiter weg. Eine sehr einfache Art von einer Variomatik, auch sehr ein einfacher Aufbau vom ganzen Motor. Eben, der grosse Unterschied ist eigentlich der Einlass. Der hat Genau. einen Gehäusemembran-Einlass, der andere ist schlitzgesteuert über den Zylinder. Das ist eigentlich so der grösste Unterschied. Hoffentlich ist er dicht, er hat auch Dichtmasse ohne Ende angeschmiert. Überall. Aber wir vertrauen jetzt an die türkische Handwerkskunst und hoffen, dass das klappt. Also als erstes mal probieren rausnehmen, Köpfe abnehmen und schauen, was haben wir da eigentlich. Ja. Giebig. Also da sieht man jetzt auch, wenn jetzt die Achse rausgenommen da drinnen ist. Da sieht man jetzt auch, das ist alles Eigenbau. Das ist bestehend, da kommen die Seitenabdeckungen an. Aber das ganze Ding hier, Motoraufhängung, ist Eigenbau. Ist auch nicht mehr ganz so frisch, aber ja. Und hier unten sieht man jetzt auch die Federn an, die das ganze Ding heben. Das ist auch ein bisschen spezieller, habe ich das Gefühl, wie es eigentlich ist. Weil die ist sonst hier eingehängt und die ist jetzt halt mit einem Schräubchen irgendwie, dass sich so bewegen kann, aber nicht weggeht. Also, dann haben wir das Zeug auch noch weg. Dann können wir den Motor mal ganz sauber anschauen und dann können wir uns vielleicht um so Zeug auch kümmern. Also Kunststoffklappen. Die Zündung ist noch. Oh, die ist noch angehängt. Da haben wir ja eben auf Ricardo gefunden, mit sehr guter Beschreibung. Alles in allem steht eigentlich drin 130 Leaf. Ich kann es mir schwer vorstellen, sehr, sehr schwer vorstellen. Nö. Wäre natürlich sehr geil, aber ja, wenn es nur schon läuft und super läuft, wäre ultimativ geil. Doppelmotor, zweifach da Membran. Also eben, was man bis jetzt sagen kann, ist, so wie er jetzt ist er ganz sicher nicht gelaufen. Nein, nein, habe ich auch nicht das Gefühl. Gut, wir nehmen uns hier Stück für Stück den Motor an. Ich würde sagen, ich nehme den Vergaser auseinander. Du schaust mal hier in den Zylinderkopf rein. Dann sehen wir mal, was wir haben. Kommen wir einen Schritt weiter. Geil! Damn Balls! Wenn wir ganz ehrlich sind, wir können wirklich neue Vergaser nehmen. Ja. Ich meine, das ist ja alles... Ich würde auch meinen. Vor allem sollte ich mit Handschock und nicht mit Kabelschock. Das wäre auch noch giebig. Also kann man. Oder willst du nochmal so ein Gebastel für den Jock machen? Ja, eigentlich können wir. Es hat ja jetzt, Ja, das sind so zwei, also immer Verteiler. 1:2. Da jetzt einmal für den Gaszug, einmal für den Dekompressor. Das könnte man für den Kabelschock auch noch einen machen. Nein. Jetzt lassen wir Messen an. Oha, der hat auch den Jungkerl. 2,46. Wie viel Hub haben wir?
müsstest du messen schnell. Ich habe gemeint, die haben 40 Kub, aber... 41. Ja, das sind glaube ich etwa 70 Kubik pro Zylinder, oder? Aber wenn wir jetzt anfangen zu legen, dann sind wir am Schluss bei einer kompletten Revision. Das oder? ist ja so. Weil dann findest du immer mehr. Was natürlich auch geil wäre, aber sind wir mal ehrlich, dann jetzt putzen wir da mal ein bisschen. Ja, und eben irgendeine Dichtung, die wir adaptieren können für das Ganze. Weißt, wir können ja immer noch irgendeine Bruchdichtung oder irgendetwas nehmen und oben Löcher ein bisschen anders machen, dass wir etwas wieder drin haben. Originale Doppelzylinder, türkische Herstellung. Ich würde es kaufen. Jetzt haben wir mal alles geputzt. Wir haben neue Dichtungen zugeschnitten. Die sind original so. Sieht soweit nicht schlecht aus. Die Zündung haben wir im vorherigen Video ja angeschaut. Das ist eine elektronische mit CDI. Die hat ja gefunkelt. Also werden wir jetzt mal alles zusammenbauen und mal schauen, ob es tut. Drückt uns die Daumen. So, wir haben ein neues Problem entdeckt. Die Zylinderköpfe sind schon mal drauf gewesen. Die Kölben stehen aber an. Und zwar ist das Problem ja eigentlich, dass wir hier 46er Zylinder haben. 40er, hast du gesagt, gell? 40er Zylinderköpfe, sicher nicht ideal, aber die sind natürlich angepasst. Die müssen wir wieder verwenden. Was wir jetzt machen müssen, ist eine Art dickere Dichtung nehmen. Wir haben auch hier einmal etwa 1 mm und einmal etwa eine 0,2er, 0,3er. Ja, und jetzt wissen wir auch, wieso das nicht angezogen waren, Zylinderköpfe. Genau, darum hat es rausgepustet, oder? Darum sind sie nicht angezogen, weil er sonst angestanden wäre, dem ganzen Zeug. Eigentlich müsste ich es jetzt aufdrehen. Da. Wäre natürlich auch geil. Das könnte man eigentlich machen. Ich habe den 46er Bar ein bisschen abgebaut. Genau. Nein, aber da Ja, ist so eine Art Rändchen schräg. Das ist ja extra für, das ist eine Ohrringdichtung eigentlich, oder? Und die wäre genau bei 46. Da könnte man halt so ein bisschen Material abnehmen. Ist natürlich auch... Wenn du jetzt einen Profi würdest fragen, würde er sagen, verändern ist natürlich der Brennraum schon... Ich kann nur auch mal gescheit werden. Gut, dann beenden wir das Video, weil wir uns erst einen Dremel bestellen. Danke Freddy, dass du das immer noch nicht gemacht hast. Oder wir gehen halt schnell ab in die Werkstatt, lehnen einen aus, dann kann man das schnell... Ich glaube, das wird schon Sinn machen. Ja, ich denke. Wenn vielleicht da... Ja, es macht sicher mehr Sinn als jetzt noch 5 Dichtungen drunter. Aber ja, selber auf jeden Fall. Willst du einen Dremel organisieren? Dann kann der Vergaser weiter. Ich will. Ich will. Hast du gehört? Frau vom Joe. Er will. Schon wieder. Schon wieder? Jetzt haben wir die Zylinderköpfe, den Brennraum ein bisschen aufgemacht, also grösser gemacht, und jetzt dreht das wunderbar. Jetzt stehen die Kolben nicht mehr oben an. Jetzt können wir weitermachen. Also hast du jetzt auch angezogen oder zeigst du das einfach nicht angezogen? Nein, jetzt ist alles tiptop angezogen. Probier mal. Gut, also der hier funktioniert ja. Das Problem, das wir haben, ist, wenn wir den zweiten nicht tun, ist das nicht so gäbig. Darum nehmen wir jetzt einfach den Bunsenbrenner, wärmen hier. Nein, das Problem ist, beim alten sieht man es. Mach es so wie bei dem. Wenn wir hier den Teil rausnehmen. Und da sonst es nicht mehr weg. Das heisst, den oder den nochmal weg, Ja. drauf tun und dann so komplett anbauen. Oder? Schnell. Ich habe zwar das Aufbeugen schon noch cool gefunden. Ja, Aluguss lässt sich gut bleiben. Top oder Flop? Jetzt kommt es raus. Ist gut? Gib mal nicht gleich. Kann ich reindrücken? Jetzt kannst du. Mehr. Darf in keiner Werkstatt fehlen. Toller Bau. Ja, ich meine, da oben müsstest du eigentlich ja auch noch ein bisschen ausnehmen an diesen Zylinderköpfen. Die streifen da ja voll. Ah ja, voll.
Ein Abstellen wäre eigentlich noch geil, wenn auf einmal würde anlaufen. Das Ding plötzlich läuft. Ja, wer weiß. Ja gut, dann können wir ja einfach ein Ding machen, dass wir da Absteller anhängen können. Wunderschön. Ist jetzt gut verkabelt. Ja, da hat es noch super Fußraster. What the fuck, das ist schon der Sozius. Saft. Saft gönnt. Läuft. Bei dir auch? Läuft. Tago. Die Zündung ist angehängt, die hat ja Gut, ist, sehen wir dann. Ja, aber soweit man es sagen kann, Most ist drin. Ja, jetzt sehen wir dann auch, ob es da rauspufft oder nicht. Die da sind draußen. Wir können es einfach probieren. Kannst du vielleicht? Ja, nein, komm, fuck it. Film einfach da drauf, Freunde. Der Linksdreher laufen lassen mit der Bohrmaschine ist eh immer ein Ist Scheiß. immer ein Scheiß. Ist wirklich einfach immer ein Scheiß. Aber so machen es Profis, habe ich mir sagen lassen. Schau dir nur einen rein. Ja, Ja, wer echt? Rauscher. Der wilde Rausch hat nichts zu tun. Oh, oh. Geh mal rum. Mach mal das professionell. Wenig. Langsam. Wenig auf dem Eis. Geil! Fuck yes! LOL! Alter! Geil, Joseph! Geil. Fett! Richtig geil. Fett! Du hast Standgas gehabt, das Scheissding. Ja, wirklich. Ich hätte es nicht erwartet, dass es so kommt. Nein. Yes, jetzt muss nur noch 130 laufen. Also so hat es nicht Aber geklappt. das schauen wir dann eh nochmal ja, in den folgenden 13.000 Videos an. Wer weiß. Also, das Ding läuft und das ist eigentlich nicht schlecht. Klar, noch jetzt fett. Sogar noch ein Standgas gehabt. Genau, Standgas hat funktioniert. Was wir nicht gesagt haben bis jetzt, ist Kubik. Du hast gesagt 72 Kubik wahrscheinlich, oder? Ja, ich vermute, also sie haben 46 mm Bohrung und der Hub bin mir nicht ganz sicher, ich glaube etwa 40 mm. Genau. Es gibt so rund etwa 70 Kubik pro Zylinder. Also Wären eben- 140 Ja. Kubik eigentlich, die wir hier hätten. Ja. Wo wir jetzt dann in den nächsten paar Wochen mal schauen, wie wir die auf die Straße bringen. Das wäre vielleicht noch spannend. Da dürft ihr auch gerne wieder eure Kommentare. Dürft ihr auch gerne wieder eure Kommentare. Eure Meinung in die Willst du? Kommentare schreiben. Eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was seht ihr da? Ich habe gerade vorher schon zum Joe gesagt, ich würde den grossen Anaconda Schlangenledersattel mit mir da zusammen in den Sonnenuntergang fahren. Was aber sicher ist, wir wollen schon, dass das Ding noch ein bisschen rennt. Wir haben jetzt nichts, gerade, was wir können so dran verbauen können. Die Kölbe hat nicht so gut ausgesehen. Ja, da müssen wir mal noch dahinter. Genau. Das mal genau anschauen und uns mal ein bisschen Gedanken machen. Aber jetzt sicher Step by Step mal auf die Straße bringen, auf die Rennstrecke bringen, schauen, was funktioniert jetzt schon, wie viel bringt Mal das. schauen, dass er fahrtauglich wird. Genau, das sind sicher die nächsten Schritte. Yes, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr lasst ein Abo und ein Like da. Und was aber nicht, wenn es mit dem Ding da weitergeht, wir brauchen noch einen guten Namen für das. Und das andere gelbe kleine Ding ist ja der fliegende Fisch oder die Gottesanbeterin. Das ist jetzt irgendwie, Noch nichts Richtiges. keine Ahnung, es sieht noch nicht aus. Es hat die radlose Elke oder keine Ahnung. Keine Ahnung. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Gebt dem Ding noch einen Namen, dem Projekt Doppelauspuff. Es ist ein Motobegan Mobilett mit Doppelmotor. Wir machen fertig für heute. Ja. Das haben wir gut gemacht. Du bist der Hotpot Heiß. Ich würde sagen, komm rauf. Ja. Geil. Und tschüss. Tschüss zusammen. Okay. Roger. Ist schon warm? Ja, ist heiß. Geil. Roger ist heiß. Auch wieder, oder? Nein, wir haben noch einen Wind drin. Das müssen wir noch machen. Doppelpack ist Hotdog.